Moin und herzlich willkommen zu meinem nächsten Erklärvideo für den Raid Dunkle Stunden. Dieses Video ist für diejenigen gedacht, die sich weitere Kenntnisse aneignen und die Mechaniken im Raid genauer lernen möchten. Hier erfährst du, wie du die beiden nächsten Bosse, die Hunde Buddy und Lucy, besiegst und wo der vierte Raid-Schlüssel liegt. Nachdem wir durch die Abfertigungshalle gelaufen sind, gelangen wir in die Mall, eine Einkaufszeile im Flughafengebäude. Dort erwarten uns die nächsten beiden Bosse. Der Hund Buddy befindet sich rechts im blauen Raum, der Hund Lucy steht links im gelb-orangenen Raum. Was genau passiert hier? Nachdem wir den Knopf an der Wand gedrückt haben, ertönt eine Sirene und die Rolltore zu den beiden Hunden öffnen sich. Buddy und Lucy laufen in die Mitte des Raumes. Dort angekommen, knien sie sich hin, Lucy macht einen doppelten Spin mit der Gatling und Buddy wirft Sucherminen raus. Wir bleiben zunächst in Deckung und nach dem Spin fangen wir an, Damage zu machen. Dabei müssen wir die Lebensbalken der beiden Hunde im Blick behalten. Beide Lebensbalken sind mit einem weißen Kasten verbunden, der immer schmaler wird, je weniger Leben die beiden Hunde haben. Wir müssen darauf achten, dass wir die Lebensbalken der Hunde innerhalb dieses weißen Kastens behalten. So schießen wir die Hunde dann gleichmäßig runter, bis wir sie killen können. Schwierig wird es eigentlich nur dadurch, dass Buddy sich zwischendurch immer wieder selbst heilt. Wir müssen also genau darauf achten, dass wir beide Lebensbalken gleichmäßig runterschießen. Gelingt uns das nicht und die Lebensbalken geraten zu stark ins Ungleichgewicht, dann rennen beide Hunde wieder in die Mitte des Raumes. Lucy macht so lange Spins, bis Buddy wieder beide komplett hochgeheilt hat. Danach müssen wir wieder mit vollen Lebensbalken anfangen und die Hunde wieder gleichmäßig runterschießen. Die Bossmechanik scheint im ersten Moment gar nicht so schwer zu sein, wenn man ein paar Kleinigkeiten beachtet. Tipp 1: Hinter Wände stellen, nicht in Hardcover gehen. Buddy schmeißt zu Anfang und auch immer wieder während des Bosskampfes seine Sucherminen raus. Das soll uns aus der Deckung katapultieren, damit Lucy mit ihrem Spin die Agents töten kann. Ganz verhindern lässt sich das Rauswerfen der Sucherminen nicht. Man kann die Minen während des ersten Spins mit Feuergranaten oder Oxys zerstören. Danach kann man die Minen auch kaputt schießen, sobald Buddy weitere Sucherminen droppt. Dazu muss man aber dicht bei Buddy stehen und genau diesen Moment abpassen. Wenn man sich allerdings einfach nur hinter Wände oder Pfeiler stellt und nicht mit A in Hardcover geht, schickt Buddy weniger Sucherminen los. Diese Erfahrung habe ich in vielen Raids gemacht. Außerdem sollte man unbedingt darauf achten, den Damage gleichmäßig auf beide Hunde zu verteilen. Denn auch das scheint Auswirkungen auf die Anzahl der Sucherminen zu haben. Tipp 2: Die Hunde auseinanderziehen. Die Hunde rennen zu demjenigen, der als letztes Damage gemacht hat. Deshalb sollten nicht alle Teammitglieder wild durcheinander schießen und beliebig zwischen den Hunden wechseln. In vielen Raids ist es daher üblich, dass die beiden Kiter, die zuvor Boomer gezogen haben, plus der Heiler mit der Scorpio auf Lucy schießen. Die restlichen 5 Teammitglieder machen dann ausschließlich Schaden auf Buddy. Bei dieser Aufteilung stellen sich die beiden Spielergruppen in 2 Ecken der Mall, um die Hunde auseinanderzuziehen. Dann rennt Lucy nämlich zur einen und Buddy zur anderen Seite, was das Schießen auf die Hunde vereinfacht. Tipp 3: Überladung verhindern. Wenn die Lebensbalken der Hunde zu weit auseinander geraten, dann laufen Buddy und Lucy wieder in die Mitte des Raumes und heilen sich hoch. Diesen Overcharge kann man dadurch unterbrechen, dass man schnellstmöglich den Damage anpasst und die Lebensbalken wieder ausgleicht, sodass sich beide Balken wieder im weißen Kasten befinden. Eine andere Möglichkeit wäre, den entsprechenden Computer für den Hund zu nutzen, der zu viel Schaden genommen hat. Ich muss aber gestehen, dass ich schon seit langem in keinem Raid mehr war, in dem diese Mechanik noch angewandt wurde.
Wenn eine Überladung bevorsteht, könnte man zum Beispiel den Computer von Lucy nutzen, um den Spin abzubrechen. Dann bekommt man die Aggro des Hundes und kann diesen wieder in eine Ecke des Raumes ziehen. Tipp 4: Damage-Ansagen. So banal dieser Tipp klingt, aber gerade bei etwas unerfahreneren Spielern oder Raid-Neulingen hilft es, wenn der Raid-Leiter den Damage bzw. den Damage-Stop ansagt. Wenn ihr also das Kommando Lucy Stop oder Buddy Stop hört, dann ladet eure Waffe einfach nach und schießt danach direkt weiter auf den euch zugeteilten Hund. So kann man kleinere Unterschiede bei den Lebensbalken schnell wieder ausgleichen. Es gibt noch eine ältere Technik für Buddy und Lucy, die ich aber in den letzten Monaten in keinem Raid mehr gesehen habe. Und zwar gibt es einen Serverschrank im blauen Raum, auf den man klettern kann und auf dem man vor Lucys Spin geschützt ist. Man zieht Lucy vor diesen Serverschrank und könnte von dort weiter Damage auf Lucy machen, auch wenn sie um sich schießt. Ich glaube aber, dass es mit den aktuellen Möglichkeiten der Damage-Builds am einfachsten ist, die beiden Hunde in der Mitte des Raumes zu killen. Wie bei vielen anderen Raid-Bossen auch, sollte hier auf jegliche blaue Attribute in den Builds verzichtet werden. Bis auf den Heiler sollte jeder ein rotes Damage-Bild anziehen. Das kann ein klassisches Set mit Scorpio sein oder ein Stürmerbild. Damit ist sichergestellt, dass der Schaden bei den beiden Hunden ausreichend ist. Mit diesen einfachen Tipps sind die beiden Hunde Buddy und Lucy auch für dich kein Hindernis mehr. Sobald beide Hunde tot sind, gibt es noch eine letzte Welle Sucherminen, also aufpassen beim Bluteinsammeln. Und dann geht es auch schon weiter zum letzten Boss, zu Razorback. Auf dem Weg dorthin nehmen wir noch den 4. Raid-Schlüssel mit. Kurz bevor du bei Razorback ankommst, kannst du den Weg ein Stückchen nach links laufen. Unter dem Hamburger-Plakat steht dann die Schlüsselkiste. Nachdem du den Raid-Schlüssel eingesammelt hast, geht es weiter zu Razorback. Wie du den letzten Boss besiegst, erfährst du in meinem nächsten Video. Solltest du weitere Fragen haben, hinterlasse mir deine Frage gerne als Kommentar oder schreibe mir eine Nachricht. Viel Spaß im Raid und bis zum nächsten Mal!